Seit September läuft jetzt schon Halloween. Wochenlang haben garstige Kobolde und seelenlose Ghule das Fernsehprogramm belagert, um ihre unheimlichen Verheißungen zu verkünden. Hätten wir nicht so viel getestet, wären wir nicht der Testweltmeister. Hätte niemand was von der Pandemie bemerkt. Wow! Die Gruselstimmung ist so stabil, jetzt muss unbedingt auch das Kostüm passen. Es soll richtig furchterregend sein, aber auch nah am Zeitgeist und originell. Sind in deinem Freundeskreis Jahreshits wie die Stromrechnung und Laura Sachslehner schon vergriffen? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Dieser Halloween-Kostüm-Geheimtipp ist echt unheimlich, dabei aber wirklich leicht selber daheim zu basteln. Alles, was du dafür brauchst, sind eine Pizzaschachtel, eine Schere und ein Gafferband und eine Rolle Frischhaltefolie. Außerdem gibt es die Möglichkeit, es mit einer kleinen Erweiterung noch furchteinflößender zu machen. Dazu kommen wir später. Zuerst schneidest du eine quadratische Öffnung in den Deckel und in den Boden der Pizzaschachtel, sodass jeweils nur eine etwa 2 Finger breiter Rand bleibt. So, und jetzt kannst du dir sicher schon denken, was das wird, oder? Genau, es ist ein unbeaufsichtigt zum Lüften offen vergessenes Fenster. Regelmäßig zu lüften ist richtig wichtig, weil sich in Innenräumen sonst Krankheitserreger verdichten, Feuchtigkeit ansammeln und sogar Schimmel bilden kann. Im Winter geht dabei aber leider auch Wärme verloren. Und gerade wenn die Heizung schon läuft, kann so ein unbeaufsichtigt zum Lüften offen vergessenes Fenster ganz schön teuer werden. Bei einer Raumgröße von 20 Quadratmetern mit einer angenehmen Zimmertemperatur von 21,5 Grad Celsius neben einer Außentemperatur von frischen 9,6 Grad Celsius mit einer Fensterspaltöffnungsweite von 50 cm entstehen bei einer durchschnittlichen Heizleistung der herkömmlichen Fernwärmeanlage jede Minute Kosten von unheimlich viel Geld. Geld, das wir nicht haben, weil der Krisenmarathon der letzten Monate und Jahre hat die Märkte verunsichert. Oder anders gesagt, die besten Gelegenheiten für marktmächtige Konzerne geschaffen, ihre Gewinne ordentlich in die Höhe zu treiben, indem sie die Preise anheben. Während es da also kräftig in der Kasse raschelt, klafft bei normalen Menschen ein dunkles Loch in der Geldbörse mit einer Teuerung von über 10%. So, jetzt hier die Folie drüber spannen und am Rand ankleben. Wer übrigens gerne mehr Informationen und Quellen will, zu unbeaufsichtigt zum Lüften offen vergessenen Fenstern und allem, was damit zusammenhängt, kann sie in der Videobeschreibung auf YouTube finden. Wichtig ist es, Knitter zu vermeiden, damit sie schön durchsichtig ist. Durchsichtig, wie die Strategie der Bundesregierung, mit Maßnahmen wie dem Klimabonus oder der Strompreisbremse nur kurzfristig die gröbsten Symptome zu lindern, dabei aber die Megagewinne der Krisenprofiteure nur ja in Ruhe zu lassen. Wer nach echten Lösungen sucht, der muss längst einsehen, dass die Versorgung mit Strom und Gas vollständig unter öffentlichen Kontrolle gehört. Für menschliche Grundbedürfnisse wie Essen, Heizen und Wohnen können wir uns nicht auf den Markt verlassen. Wenn du jetzt schon Gänsehaut hast, dann kannst du das Video an dieser Stelle anhalten. Wenn dir das aber noch nicht unheimlich genug ist, dann habe ich jetzt ein Upgrade für dich. Beim unbeaufsichtigt zum Lüften offen vergessenen Fenster entweicht nämlich nicht nur wertvolle Wärme, es kann auch etwas hereinkommen. Winterolympiade in der Wüstendiktatur, Mars-Wettrennen der wahnsinnig superreichen Wahnsinnigen und neue Kohlekraftwerke und Autobahnen. Diese und andere Perversionen des Spätkapitalismus sind der Grund dafür, warum sich die Erde immer weiter aufheizt und jedes Jahr ein bisschen weniger lebenswert wird. Eine konkrete Auswirkung ist, dass sich Krabbeltiere immer weiter in den Norden ausbreiten. Wir können zum Beispiel schon die asiatische Tigermücke bei uns begrüßen, die das Zika-Virus und das Denkfieber überträgt. Und auch Zecken, die fühlen sich immer wohler bei uns. Das ist vor allem im Sommer ein Problem. Im Herbst sind es neue Spinnenarten, die auch in deiner Wohnung nach Wärme und Zuflucht suchen, wie zum Beispiel die Dornfingerspinne oder die Nosferatu-Spinne. Mit ihrem behaarten Körper und einer Breite von bis zu 7 cm könntest du die Nosferatu-Spinne mit einer kleinen Tarantel verwechseln. Wenn du am Abend das Fenster aufmachst, um kurz durchzulüften und unerwartet einen Anruf bekommst. Ja.
Badezimmer aufsuchst. Oder dir in der Küche was zu essen holst. Du kommst zurück, das Fenster immer noch offen und dann ist sie plötzlich einfach da. Das ist vielleicht unheimlich, aber nicht wirklich gefährlich. Mit ihren Beißerchen können diese neuen Arten zwar die menschliche Haut durchdringen, sind aber nicht besonders giftig. Einfach mit Superkleber fest ankleben und warten, bis er trocknet. Fertig ist es. Mit dem unbeaufsichtigt zum Lüften offen vergessenen Fenster bist du garantiert der Hit auf jeder Halloween-Feier. Wenn du diesen wertvollen Kostüm-Geheimtipp zu schätzen weißt, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden, lass ein Like da oder schreib deine eigenen Kostümempfehlungen in die Kommentare. Und nicht vergessen, immer schön das Fenster zumachen.